Liebe Studierende, herzlich willkommen an der Universität Klagenfurt-Zehlorwetz. Wir von der österreichischen Hochschülerinnenschaft freuen uns sehr, dass ihr da seid. Mein Name ist Lena Zachmann und ich bin derweil die Vorsitzende der ÖH. Wir möchten euch hier mit diesem Video besonders bei der Wohnungssuche in Klagenfurt unterstützen. In Klagenfurt gibt es zurzeit 3 Wohnheime für Studierende. Erstens das Nautilusheim direkt gegenüber der Uni, dann das Studentendorf neben der Mensa, nur 5 Minuten von der Uni entfernt, und das Concordia, nur wenige Kilometer von der Uni entfernt. Es gibt eigentlich noch ein 4. Heim, das Mozartheim, das leider im Jänner 25 wegen Renovierungsarbeiten schließen muss. Wir wissen nicht genau, wie es hier weitergeht, werden uns aber dafür einsetzen, dass weiterhin genug Wohnheimplätze für euch zur Verfügung stehen. Um einen Platz in einem Klagenfurter Studierendenwohnheim zu bekommen, müsst ihr euch direkt bei den Wohnheimen bewerben. Die Wohnheime sind leider oft schon Semester im Vorhinein ausgebucht, daher ist es wichtig, dass ihr euch so früh wie möglich um einen Platz bewerbt. Bitte beachtet, dass die Plätze nur von den Wohnheimen selber vergeben werden. Websites, die damit werben, Wohnheimplätze zu vermitteln, sind oft nicht seriös. Internationale Studierende können sich für eine Unterkunft in Klagenfurt auch über die Website ÖAD Housing bewerben. Wenn ihr keinen Platz in einem Wohnheim in Klagenfurt bekommen habt, müsst ihr auf dem freien Wohnungsmarkt nach einer Wohnung suchen. Dabei gibt es einige Dinge zu beachten, zum Beispiel die Mindestmietdauer. Die Mindestmietdauer beträgt in Österreich 1 Jahr und erst nach Ablauf dieser Frist könnt ihr eure Wohnung wieder kündigen, in der Regel mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten. Die Kosten für die Gesamtmiete setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Zum einen die Grundmiete, dann aber auch die Heizkosten, die Betriebskosten, Kosten für gemeinschaftlich genutzte Räume wie zum Beispiel Waschküche oder Lift und Kosten für Möbel, die ihr extra angemietet habt, wie zum Beispiel eine Küche. Dazu kommt noch die Mehrwertsteuer. Diese beträgt für die Hauptmiete 10% und für Heizkosten und sonstige Einrichtungsgegenstände 20%. Deswegen achtet bei einer Wohnung immer darauf, dass auch wirklich alle Kosten abgedeckt sind, damit ihr wisst, wie viel die Wohnung wirklich kostet. Ihr müsst diese Kosten für die Wohnung immer im Vorhinein bis zum 5. Kalendertag eines Monats bezahlen. Bei Mietverträgen gibt es kein allgemeines Rücktrittsrecht. Das heißt, lest euch euren Mietvertrag sehr gut durch, bevor ihr ihn unterschreibt. Es können gemeinschaftlich Rücktrittsgründe vereinbart werden, die im Mietvertrag verankert sind, wie zum Beispiel Ablehnung eines Visums. Deswegen lest euch immer sehr gut durch, was genau in eurem Mietvertrag steht, bevor ihr ihn unterschreibt. Die Wohnungssuche in Klagenfurt kann leider sehr zeitintensiv sein und mehrere Monate dauern. Deswegen fangt unbedingt rechtzeitig mit der Wohnungssuche an. Auf der Homepage WG gesucht findet ihr Anzeigen für WG-Zimmer und für kleine Wohnungen. Weitere Wohnungen findet ihr auch auf willhaben.at. Es gibt auch noch viele weitere Homepages, die wir auch unten eingeblendet haben, wo ihr Wohnungen suchen könnt. Wir raten aber davon ab, Homepages zu benutzen, die im Vorhinein Geld dafür abkassieren, damit man überhaupt Vermieterinnen und Vermieter kontaktieren kann. Auch am digitalen schwarzen Brett der Universität Klagenfurt könnt ihr sehr viele Wohnungsanzeigen finden. Studierende können darauf zugreifen, sobald sie ihre Login-Daten für AAU Campus bekommen haben. Liebe Studierende, bei Angelegenheiten rund ums Thema Wohnen ist ÖH Wohnen euer direkter Ansprechpartner. Wir helfen euch bei der Wohnungssuche und beantworten eure Fragen so gut wir können. Ihr findet alle Infos dazu auf der Homepage der ÖH Klagenfurt unter dem Abschnitt Wohnen. Dort findet ihr auch den Wohnleitfaden und Hilfen dazu, wie man Vermieterinnen richtig anschreiben kann. Solltet ihr trotz sehr langer Wohnungssuche immer noch keine Wohnung in Klagenfurt gefunden haben, könnt ihr euch für den Verteiler für Wohnungen in Klagenfurt über die ÖH anmelden. Den Link dazu findet ihr am digitalen schwarzen Brett der Uni unter der Anzeige Student Accommodation Unterkünfte für Studierende. Wir wünschen euch alles Gute für die Wohnungssuche in Klagenfurt und setzen uns dafür ein, dass alle Studierende eine leistbare Wohnung in Klagenfurt finden.